Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du hier bist. Lass uns beginnen. In diesem Video hörst du zuerst eine interessante Geschichte. Danach folgt ein unterhaltsamer Dialog zwischen zwei Personen. Im Anschluss gibt es Übungen inklusive Lösungen, damit du direkt alles wiederholen kannst. Am Ende gibt es noch eine Zusammenfassung des neuen Wortschatzes. Eine Blume für den Sturm. Er hält einen Brief in der Hand und weint. Niemand sieht ihn. Er steht allein auf dem Dach seines Büros. Der Wind ist stark und kalt. Der Brief ist kurz, aber die Worte sind schwer. Er liest ihn noch einmal, dann noch einmal. Er weiß nicht, was er jetzt tun soll. Alles hat so schön begonnen. Wie kann es so enden? Markus ist 31 Jahre alt. Er wohnt in München in einer kleinen Wohnung. Die Wohnung ist ordentlich und still. Er arbeitet als Tierarzt. Sein Job ist sein Leben. Jeden Tag behandelt er kranke Tiere und spricht mit besorgten Besitzern. Er liebt seine Arbeit sehr. Markus ist ruhig und geduldig. Er spricht nicht viel, aber er hat immer Zeit zum Zuhören. Er hat wenige Freunde. Das ist ihm meistens egal. Am Wochenende geht er allein in den Park. Er beobachtet Hunde, Vögel und Katzen. Die Tiere machen ihn glücklich. Manchmal ist er abends allein in einem Café. Er schaut die anderen Menschen an. Er denkt oft, jeder hat eine Geschichte. Aber seine eigene Geschichte ist sehr einsam. Er will das ändern, aber er weiß nicht wie. Luisa ist 26 Jahre alt. Sie wohnt auch in München, aber in einem anderen Viertel. Ihre Wohnung ist bunt und laut. Überall liegen Bücher und Papiere. Sie arbeitet als Floristin. Jeden Morgen steht sie früh auf. Sie fährt mit dem Fahrrad zum Blumenladen. Die Arbeit beginnt um 6 Uhr. Luisa liebt Blumen über alles. Rosen, Tulpen, Sonnenblumen, alle Blumen sind ihre Freunde. Sie ist lebhaft und fröhlich. Sie lacht oft und laut. Ihre Kolleginnen mögen sie sehr, aber abends ist sie manchmal traurig. Sie will jemanden, der wirklich zuhört. Ihre Freundinnen haben alle schon Partner. Luisa hat niemanden. Das tut ihr manchmal weh. Sie arbeitet dann extra viel. Blumen werden ihr Trost. An einem Dienstag im April bringt eine Kundin einen kleinen Hund in Luisas Laden. Der Hund hat eine Pfote verletzt. Die Kundin fragt, ob Luisa einen guten Tierarzt kennt. Luisa kennt keinen, aber ihre Nachbarin empfiehlt eine Praxis in der Nähe. Der Tierarzt heißt Markus Berger. Luisa begleitet die Kundin dorthin. Sie will eigentlich nur kurz helfen, aber dann öffnet sich die Tür der Praxis und alles ändert sich. Markus behandelt den kleinen Hund sehr vorsichtig. Er spricht leise und ruhig mit dem Tier. Der Hund entspannt sich sofort. Luisa beobachtet ihn vom Wartezimmer aus. Er scheint die Tiere wirklich zu verstehen. Das findet sie interessant. Nach der Behandlung erklärt er alles genau. Er ist geduldig und freundlich. Luisa sagt Danke und will gehen. Dann sieht Markus die Blumen in ihrer Tasche. Er fragt, ob sie Floristin sei. Sie sagt ja und lächelt. Er sagt, er brauche manchmal Blumen für die Praxis. Kranke Tiere brauchen eine schöne Umgebung. Luisa findet das eine gute Idee. Sie gibt ihm ihre Visitenkarte. Er schaut die Karte lange an. Dann schaut er Luisa an. Er lächelt ein bisschen. Luisa wird ein bisschen rot. Er kommt 2 Tage später in den Blumenladen. Offiziell wegen Blumen für die Praxis, aber er bleibt auch nach dem Kauf noch kurz. Luisa merkt das. Ihr Herz schlägt ein bisschen schneller. Sie zeigt ihm verschiedene Blumen.
Sie erklärt ihre Bedeutungen. Rosen bedeuten Liebe, Lavendel bedeutet Ruhe. Markus hört aufmerksam zu. Er vergisst fast, warum er gekommen ist. Beim nächsten Besuch bringt er ein Foto mit. Es ist ein Bild von einem kleinen Fuchs, den er behandelt hat. Er denkt, Luisa findet das schön. Sie hält das Foto in der Hand. Sie sagt kein Wort. Dann schaut sie ihn an. Ihre Augen sind warm. Er wird auch ein bisschen rot. Beide lachen leise. Draußen regnet es, aber drinnen ist es sehr hell. Die nächsten Wochen sind schön. Markus kommt immer öfter in den Laden. Er bringt manchmal Kaffee mit. Luisa legt manchmal eine besondere Blume für ihn beiseite. Sie sprechen über alles, über Tiere, Blumen, Farben und Düfte, über ihre Kindheit, ihre Träume. Markus erzählt von schwierigen Operationen. Luisa erzählt von seltenen Blumen aus fernen Ländern. Es fühlt sich natürlich an. Eines Abends gehen sie zusammen spazieren. Es ist warm und der Himmel ist orange. Sie gehen durch den englischen Garten. Markus erzählt von einem Adler, den er einmal gerettet hat. Luisa hört begeistert zu. Sie fragt, ob er die Arbeit nicht schwer findet. Er sagt, manchmal. Aber dann kommen die Tiere wieder gesund nach Hause. Luisa lächelt. Sie denkt, dieser Mann ist anders. Das Gefühl bleibt die ganze Nacht. Sie treffen sich jetzt fast jeden Tag. Nach der Arbeit, manchmal auch am Wochenende. Sie gehen in Cafés, Märkte und Parks. Markus ist mit Luisa anders als sonst. Er redet mehr. Er lacht öfter. Luisa merkt das und freut sich. Sie denkt oft an ihn, wenn sie allein ist. Beim Blumenbinden denkt sie an sein Lachen. Beim Einschlafen denkt sie an seine ruhige Stimme. Dann an einem Freitagabend passiert etwas Wichtiges. Sie sitzen zusammen auf einer Bank im Park. Es ist schon dunkel. Markus hat etwas in der Hand. Es ist eine blaue Enzianblume. Er legt sie ihr ins Schoß. Kein Wort, nur die Blume. Luisa versteht es sofort. Ihr Herz ist sehr voll. Die nächsten Monate sind die schönsten in ihrem Leben. Sie sind jetzt zusammen. Markus arbeitet viel, aber er hat immer Zeit für Luisa. Luisa schmückt seine Praxis jede Woche mit frischen Blumen. Die Tiere in der Praxis wirken ruhiger mit den Blumen. Das finden beide sehr schön. Sie lachen oft darüber. An Sonntagen kochen sie zusammen. Manchmal bringt Markus ein krankes Tier mit nach Hause. Luisa hilft ihm, es zu pflegen. Aber im September ändert sich etwas. Markus bekommt einen Brief aus Japan. Eine große Tierklinik in Tokio sucht einen erfahrenen Tierarzt. Es ist ein seltenes und wichtiges Angebot. 5 Jahre in Japan mit Forschung und Ausbildung. Es ist eine riesige Chance für ihn. Aber Japan ist sehr weit weg, sehr weit. Er erzählt Luisa davon. Sie lächelt, aber ihre Augen lächeln nicht. Markus denkt tagelang nach. Er arbeitet, aber er ist nicht wirklich da. Er ist still und abwesend. Luisa merkt das sofort. Sie fragt ihn, ob alles gut ist. Er sagt ja, aber es klingt nicht überzeugend. Sie wartet. Er wartet auch. Keiner von beiden sagt das Wichtigste. Die Stille zwischen ihnen wächst. Eines Abends kommt Markus nicht. Er hat nichts gesagt. Luisa wartet im Café. 1 Stunde, 2 Stunden. Dann fährt sie nach Hause. Sie sagt sich, es ist bestimmt nichts, aber sie schläft schlecht. Am nächsten Morgen ist ihr Telefon still.
Keine Nachricht von Markus. Nur Blumen, nur Stille. Sie arbeitet weiter. Blumen binden, Blumen verkaufen, Blumen pflegen. Aber die Arbeit fühlt sich anders an, schwerer, leerer. Eine Kollegin fragt, ob alles gut ist. Luisa sagt ja, aber sie legt an diesem Tag eine Enzianblume weg. Sie kann sie nicht verkaufen, sie will sie selbst behalten. 3 Tage später schreibt Markus eine Nachricht. Er bittet sie um ein Treffen. Sie treffen sich in dem Café, in dem alles begonnen hat. Markus sieht müde aus. Er hat den Brief aus Japan in der Hand. Er legt ihn auf den Tisch. Luisa schaut ihn an, nicht den Brief. Er sagt, er hat sich entschieden. Luisa wartet. Die Sekunden sind sehr lang. Er sagt, er geht nicht nach Japan. Luisa versteht zunächst nicht. Er erklärt, er hat alles überlegt. Japan ist eine große Chance, aber Luisa ist wichtiger. Er will hier bleiben, bei ihr. Luisa sagt nichts. Ihre Augen werden feucht. Sie schüttet langsam den Kopf. Sie sagt ihm, er soll gehen. Er soll diese Chance nehmen. Sie kann nicht der Grund sein, warum er bleibt. Das ist nicht fair, nicht für ihn. Markus schaut sie lange an. Er sagt, er will das so. Sie sagt, sie weiß das, aber sie weiß auch, dass er es eines Tages bereut. Beide schweigen. Der Kaffee wird kalt. Am nächsten Morgen ist Markus früh auf. Er geht auf das Dach seines Büros. Der Wind ist stark und kalt. Er hält den Brief aus Japan in der Hand. Er denkt an Luisa, an die blaue Blume, an ihr Lachen, an ihre Worte von gestern. Er weiß, was er will, aber er weiß nicht, ob das richtig ist. Er legt den Brief in seine Tasche. Er geht langsam die Treppe hinunter. Er denkt die ganze Zeit nach. Irgendwo in dieser Stadt ist Luisa. Sie bindet gerade Blumen. Vielleicht denkt er auch an ihn, vielleicht auch nicht. Er bleibt auf der Straße stehen. Er holt tief Luft. Dann hat er einen Plan. Er geht in ein Blumengeschäft, nicht zu Luisas Laden. Er kauft eine einzige blaue Enzianblume. Die Verkäuferin sagt, diese Blume ist sehr selten. Markus sagt, er weiß das. Er schreibt eine kurze Notiz. Er faltet sie sorgfältig zusammen. Dann geht er zu Luisas Laden. Er legt die Blume und die Notiz vor die Tür. Er klingelt nicht. Er geht. Als Luisa den Laden öffnet, sieht sie die Blume. Sie hebt sie auf. Die Blume ist blau und frisch. Sie öffnet die Notiz. 3 Sätze, kurz und klar. Ihre Hände zittern ein bisschen. Sie liest die Notiz 2-mal. Dann schaut sie die Straße entlang. Markus ist nicht mehr da. Luisa geht in den Laden. Sie stellt die Blume in eine kleine Vase. Aber sie kann nicht arbeiten. Sie liest die Notiz immer wieder. Der letzte Satz macht ihr Herz schwer. Er fliegt heute Abend. Heute Abend. Sie ruft Timo an. Timo ist Markus' bester Freund. Er zögert kurz, dann sagt er alles. Der Flug geht um 19 Uhr. Terminal 2, München Flughafen. Luisa schaut auf die Uhr. Es ist 17:15 Uhr. Sie nimmt ihre Jacke. Sie lässt den Laden offen. Sie rennt. Sie nimmt die S-Bahn. Die Bahn fährt langsam, viel zu langsam. Luisa steht die ganze Zeit. Sie schaut auf ihr Telefon. 17:48 Uhr. Ihr Herz schlägt schnell. Sie denkt, bitte, bitte warte. Am Flughafen läuft sie durch die Menschenmenge. Terminal 2,
Gate C. Sie sucht überall sein Gesicht. Dann sieht sie ihn. Er steht mit seinem Koffer an der Sicherheitskontrolle. Er schaut auf den Boden. Er sieht sie nicht. Sie ruft seinen Namen. Einmal. Laut. Er dreht sich um. Seine Augen sind groß. Er glaubt es nicht. Sie geht auf ihn zu. Er bewegt sich nicht. Nur seine Augen folgen ihr. Sie stehen sich gegenüber. Zwischen ihnen ist nur Luft und Lärm. Ihre Augen sind feucht, seine auch. Niemand sagt zuerst etwas. Ich wollte dich nicht einfach gehen lassen. Luisa, wie bist du hierher gekommen? Timo hat mir gesagt, wann dein Flug geht. Timo, natürlich. Warum hast du heute Morgen nicht geklingelt? Ich hatte Angst, Angst wovor? dass ich dann nicht mehr gehen kann. Ich verstehe das. Wirklich? Ja, ich hatte auch Angst. Die ganze Zeit. Warum sagst du das erst jetzt? Weil ich nicht der Grund sein wollte, warum du bleibst. Aber du bist ein Grund. Ein sehr großer Grund. Japan ist wichtig für dich. Diese Arbeit ist wichtig. Du bist auch wichtig. Ich weiß. Aber du musst trotzdem gehen. Das verstehe ich nicht. Wenn du jetzt bleibst, denkst du später immer daran. An Japan, an die Chance. Vielleicht. Nicht vielleicht, bestimmt. Und du? Was machst du 5 Jahre lang? Ich arbeite. Ich binde Blumen. Ich lebe. Allein? Das weiß ich noch nicht. Ich auch nicht. 5 Jahre sind lang, Ja, sehr lang. aber sie enden auch irgendwann. Luisa, Sag nichts, nicht jetzt. ich muss aber etwas sagen. Was? Danke. Wofür? Für die Blumen in der Praxis. Für die Spaziergänge. Für heute. Ich danke dir auch. Wofür denn? Du hast mir zugehört. Immer. Das hat nicht jeder. Das war einfach bei dir. Bei dir auch. Ja, Dann geh. so einfach? Nein, gar nicht einfach. Ich schreibe dir. Aus Tokio. Ich antworte. Vielleicht. Vielleicht? Meistens. Das reicht mir. Gut. Luisa, eine letzte Frage. Was? Die Notiz heute Morgen. Hast du den letzten Satz verstanden? Ja, Und? ich habe ihn 3-mal gelesen. Das ist keine Antwort. Ich weiß. Wann bekomme ich eine Antwort? Wenn du zurückkommst. In 5 Jahren? Vielleicht früher. Das ist gemein. Ein bisschen. Du lächelst. Du auch. Ich muss jetzt wirklich gehen. Ich weiß. Pass auf dich auf. Du auch. Und pass auf die Tiere in Tokio auf. Mache ich. Versprochen. Gut. Dann geh jetzt. Okay. Ich gehe. Markus. Ja? Nichts. Geh einfach. Okay. Warte. Was? Hier. Was ist das? Eine Blume für die Reise. Eine Enzianblume. Sie hält nicht lange. Aber für heute reicht sie. Danke. Gern. Also, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Erz. Was hält Markus auf dem Dach in der Hand? A. Eine Blume. B. Einen Brief. C. Ein Foto. D. Einen Schlüssel. 2. Wie alt ist Markus? A. 26 Jahre alt. B. 31 Jahre alt. C. 35 Jahre alt. D. 41 Jahre alt. 3. Was arbeitet Luisa? A. Tierärztin. B. Verkäuferin im Café. C. Floristin. D. Ärztin. 4. Warum kommt Luisa zum ersten Mal in Markus' Praxis? A. Weil sie krank ist. B. Weil sie Blumen bringen will. C. Weil sie eine Kundin begleitet. D. Weil sie einen Termin hat. 5. Welche Blume schenkt Markus Luisa im Park? A. Eine Rose. B. Eine Tulpe. C.
eine Sonnenblume. D. Eine blaue Enzianblume. 6. Woher kommt das wichtige Jobangebot für Markus? A. Aus Amerika. B. Aus Japan. C. Aus Frankreich. D. Aus Spanien. 7. Wie lange soll Markus in Japan arbeiten? A. 1 Jahr. B. 3 Jahre. C. 5 Jahre. D. 6 Monate. 8. Was kauft Markus am Ende in einem anderen Blumengeschäft? A. Viele rote Rosen. B. Eine einzige blaue Enzianblume. C. Einen Blumenstrauß. D. Einen kleinen Kaktus. 9. Wohin rennt Luisa am Ende? A. Zum Park. B. Zum Büro von Markus. C. Zum Flughafen. D. In die Praxis. 10. Wer ist Timo? A. Luisas Bruder. B. Markus' bester Freund. C. Ein Kollege von Luisa. D. Ein Kunde im Blumenladen. Wie viele Punkte hast du? Schreib gerne in die Kommentare. Weinen. To cry. Das Baby weint, weil es Hunger hat. The baby cries because it is hungry. Allein. Alone. Er wohnt allein in einer kleinen Wohnung. He lives alone in a small apartment. Der Brief. The letter. Sie schreibt einen Brief an ihre Oma. She writes a letter to her grandma. Schwer. Heavy. Difficult. Die Prüfung war sehr schwer, aber ich habe bestanden. The exam was very difficult, but I passed. Der Tierarzt. The vet. Mit meinem kranken Hund gehe ich zum Tierarzt. I go to the vet with my sick dog. Ruhig. Calm. Quiet. Bitte sei ruhig, die anderen schlafen noch. Please be quiet, the others are still sleeping. Geduldig. Patient. Meine Lehrerin ist immer geduldig mit den Schülern. My teacher is always patient with the students. Die Blume. The flower. Zum Geburtstag bekomme ich schöne Blumen von meinem Freund. For my birthday, I get beautiful flowers from my friend. Die Bedeutung. The meaning. Weißt du die Bedeutung von diesem Wort? Do you know the meaning of this word? Sich entscheiden. To decide. Ich kann mich nicht entscheiden, ob ich Tee oder Kaffee trinken möchte. I can't decide whether I want to drink tea or coffee. Danke fürs Zuschauen. Wenn's dir gefällt, dann drück den Abo-Button für mehr Videos wie dieses von uns.